Gut, wir spulen wieder zurück. Jesus. Klar, komm, das geht natürlich Frank. nicht. She'll never forgive herself. Or forget this. And only I can change it. Ja, das Gespräch ist nicht so toll gelaufen. Listen, Chloe. I can tell you for a fact that this will not go well. Max, I should have known you would be kind and rewind. So tell me exactly what I need to do here. Pass auf, was du sagst. Ja, machen wir mal weg mit der Waffe, komm. You won't like this, but you need to get rid of that gun. No, Max, I don't like that at all. But I trust you. And girl, if I need that gun, you better rewind fast. So, das überspringen wir. Übrigens, ja, wir überspringen alles mal. Eine kurze Seitennotiz. Ach, Tür schließen, kein Streik, keine Waffen. Jetzt haben wir, glaube ich, zu viel übersprungen. Eine kurze Seitennotiz. Die beiden Mädels, ja, die sind ja ein bisschen dumm. Weil, ich meine, es ist so, Chloe nimmt den Zettel aus dem toten Frank seiner Tasche. Ja, würde sie den Zettel der Max geben, dann könnte die Max zurückspulen, hat den Zettel immer noch und die beiden können gehen, ohne jemals mit Frank gesprochen zu haben. So einfach wär's, aber darauf denken die beiden ja nicht, weil wir müssen uns hier durch eine super schwierige Dialogsequenz durchkämpfen, damit hier Frank und sein Hund das überlebt. Ja, gut, sagen wir mal Tür schließen. Frank, your dog is kind of scary. Could you please close the RV door? You aim your gun at me, but you're scared of my dog? That figures. Aber wir werden es schaffen. Hoffe ich zumindest. Okay, there, you're safe. Now what do you want? Just the names of... So, jetzt überspringen wir wieder. Lalala, das haben wir alle schon gehört. Das hast du schon, sag mir lieber nicht. Du verstehst nicht, hilf uns oder sonst. Es tut mir leid. Ja, komm, dann sagen wir, es tut mir leid. Listen, Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. Yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh yeah, you didn't come here to fight. A day after, you pulled a fucking gun on me. I am so sorry about that. It might be the dumbest thing I've ever done. And I've done a lot of dumb things this week. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. I try not to. And I never would have pulled the trigger. I was just... Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please? Okay, we're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Okay, gab dem Hund einen Knochen scharf gemacht? Scharf gemacht im Essen, oder wie? Gerettete Hunde? Pompidou ist süß. Mach mal gerettete Hunde. Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, alright, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. That's how I came to own Pompidou. Hat er doch That's ein very Herz. cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Rachels Brief, ja, den sprechen wir auf jeden Fall an.
den wir bei ihm im Wohnwagen gefunden haben. Das ist das Klügste, was wir jetzt machen können. Definitiv Armband, du kennst Rachel. Was versteckst du? Armband, da sagen wir mal, du kennst Rachel. Frank, you knew Rachel almost better than anybody. And you know more than us. Together we could find her. Do you have anything to lose? When Rachel vanished, I pretty much lost everything. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, you two dorks can find Rachel. Yeah, I'll take it. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Wie cool ist das denn? Thank you. Yeah, Wollte nicht thanks, fragen. Frank. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want to. Good luck. Ja, das lief ja jetzt erstaunlich gut. Also hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir das beim zweiten Anlauf schon richtig machen. Sehr gut. Wunderbar. Gut. That was cool Frank gave up the code to help us. Rachel must have seen something good in him. Wo ist denn die Chloe schon? Ach, die steht schon beim Auto. Klar, die hat sich da jetzt hin teleportiert. Ja, das ist cool. Also, dass wir das beim zweiten Versuch schon hinkriegen, hätte ich nicht damit gerechnet, weil... Ja, das ist ja durchaus, gibt es ein paar Optionen und so weiter. Aber naja, hey, sehr gut. So, und wir werden den Strand verlassen. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Wir verlassen den Strand. Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. I better focus on this board and start tying these clues together. Oh, Frank hat uns was geschrieben. Hi Max, wollte nur mal nachfragen, wie die Suche läuft. Danke Frank, wir arbeiten uns voran. Ich hoffe, Sie erhalten mich auf den Laufenden. Komm später vorbei, wenn du feiern willst. Viel Glück, ja wie jetzt? Der Frank will auf einmal mit uns feiern, ist aber nicht sein Ernst, oder? Ach, die Joyce hat uns auch geschrieben. Wann hat uns denn die geschrieben? Max, jetzt da David nicht mehr hier ist, muss Chloe erwachsen werden und sich besser benehmen. Aber das wird nicht passieren, wenn ihr illegalen Unsinn veranstaltet, wie nachts in Blackwell einzubrechen. Ich weiß, was passiert ist, also keine Ausreden. Ich hatte gehofft, du würdest sie auf den richtigen Weg führen, aber sie scheint wieder abzurutschen. Du könntest so ein guter Einfluss sein, außer ihr wollt beide rebellieren. David kann sie jetzt nicht mehr die Schuld geben. Tut mir leid, Joyce. Ich baue auch Mist, aber ich versuche ein guter Einfluss auf Chloe zu sein. Ich weiß, Max, ich vergesse, dass ihr noch Teenager seid. Ach ja, die arme Joyce. Die hat's auch nicht leicht. So, okay. Komm, wir schalten uns natürlich Musik an. Sparkle House, Amanda Palmer, Bright Eyes. Ja, machen wir mal Amanda Palmer, was es auch immer ist. Keine Ahnung, so haben wir alle drei nix. Oh nein! Das Video wird definitiv gestrikt. Naja, wahrscheinlich wird jedes Video gestrikt hier. Naja, gut, okay. So, was können wir denn hier jetzt angucken? Gar nichts, außer die Pinnwand und... Oh, ach, die Pistole natürlich. Sorry, we got Frank on our side without using you. Ja, weil wir episch sind. Haha. Ansehen? Chloe's on a roll to find more clues about Rachel now that we're so close. Hey, Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Ist okay. We've printed everything we need. Now it's time to focus on the big board. Okay, ja, das wird jetzt spannend. Nathans Hinweise... Max, I know we can snap all these pieces together. Ich wollte... Roger that. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. Oh, die Max hat schöne, blaue, manchmal auch rot leuchtende Augen. Interessant. Sieht etwas gruselig aus dieser Perspektive. Ja. Und was ich eigentlich sagen wollte, Chloe, redet da nicht rein, wenn ich gerade am Erklären bin. Das kannst du doch nicht machen. Ha. Ja, gut, und wir werden mit Franks Hinweisen anfangen.
Sammle Informationen zu einem Charakter, indem du alle richtigen Hinweise auswählst. Für jeden Abschnitt musst du eine bestimmte Anzahl an Hinweisen Let's look at Frank's drug auswählen. deals during the week of the party. So, ich würde sagen, komm, wir gucken mal alles an. Frank's account book. But the client names are encrypted. Okay. Was haben wir da? Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Right? David Metz und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurierin in Miss Madsons Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. In Anbetracht des vorbildlichen Status Rachels sagte ich David, dass ich konkrete Beweise benötige und er versprach, er habe welche vorzuzeigen. So, also ich würde sagen, nee, wir gucken uns vorher alles an und dann entscheiden wir, was wir auswählen. Maybe Rachel took a road trip with Frank, but she did come back. Okay. So weird how close they were. But Frank couldn't keep Rachel Oh. or protect Aber her. das Foto sieht echt, das sieht schön aus. Also die beiden scheinen wirklich hier glücklich zu sein. So, was haben wir hier? So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. War das jetzt der Brief? Blablabla. Ja, das haben wir schon gelesen. Das ist der Brief, den wir schon gelesen haben. Was ist das? Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Ah, Chihuahua Katie. Okay, also das ist jetzt die Übersetzung für die Hundenamen zu den Personen offensichtlich. Also er hat in seinem Kontobuch hat der Hundenamen stehen. Okay. There's no doubt she loved him in some way. Gut, ja, welche? Also 2 Hinweise müssen wir jetzt auswählen. Ich würde mal sagen, wir nehmen das Buch. Ja, und die Übersetzungsliste. Das würde Sinn machen, denke ich mal. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Hauptsache, die reißt da gleich die ganzen Seiten aus. Jetzt gucken wir mal. Franks Hinweise. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. So, jetzt gucken wir uns das nochmal kurz an. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Also der Nathan ist der Rottweiler. Beagle, Bulldog, Yorkshire, wer könnten noch interessant sein? Tonk, die anderen kennen Chiara, Katie. Die Katie hat bei ihm Drogen gekauft? Ernsthaft? Mick, Stella, Simon, Logan. Steve, ja eigentlich der Rott ist interessant, also der Rottweiler. Der Nathan, den merken wir uns so. Also wir müssen gucken, wo der Rottweiler hier aufscheint. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. So, Boxer, Bulldog, achso. Gut, das lesen wir jetzt nicht alles durch. Beagle, Windhund, Rod, okay. Hier hat er dem Nathan etwas verkauft. Blackwell, 3 Gramm GHB, $65, okay. Gut, aber ich würde sagen, hier brauchen wir das, werden wir gleich mal auswählen. So, haben wir da auch. 2 deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Ja, stimmt. Okay, also das wählen wir auch gleich aus. Hier. So, was haben wir dann sonst noch? I'm getting a contact high just reading this. Ja, kann ja sein, dass auch noch ein bisschen Pulverchen drauf ist auf dem Kontobuch, weiß man ja nicht, ne? Aber hier ist kein Nathan. So, gucken wir da mal. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Aber Chihuahua, so spricht man es aus, ist die Katie. Es kann doch nicht die Kate sein, oder? Es muss eine andere Kate sein. Es kann doch nicht die religiöse Kate sein, dass die Drogen bei ihm kauft. Nee, sicher nicht. Okay, gut, aber hier ist auch nix, nein. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Genau.
So, und hier ist nix. Dann ist das letzte wahrscheinlich das hier, oder? I wonder what dog name Frank would have given me. Das willst du wahrscheinlich nicht wissen, Max. So, und hier haben wir auf jeden Fall auch den Rod wieder drauf. Das bedeutet, den nehmen wir auch noch mit. So. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Das ist echt cool irgendwie. Das ist echt cool gemacht hier, dieses Detektivspielchen da. Davids Hinweise? Okay. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Okay, dann schauen wir uns mal alles an. David should have done way more than take photos of Kate. Gut, das sind Kates Fotos, Koordinaten. I hope in this case that David has good tracking skills. So, wichtig ist, das sind hier auch mehr Zettel, nicht nur das Twin Peaks, ja. So, 3 müssen wir, ich würde mal sagen, wir wollen ja tracken, wo der Nathan dort ist. Und hier sind, Moment, jetzt schauen wir mal, was wir sonst noch so haben. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Ja, ich hoffe mal, dass von Nathan auch ein Foto dabei ist. So, das ist wieder was von Kate. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Haben wir das schon mal gesehen? Ja, das haben wir schon mal gesehen. So, hier. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Okay, das haben wir auch, glaube ich, schon gelesen. Und hier sind noch ein paar Bilder von Of uns. course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. Ja, Max, das sagst du jetzt. Du weißt schon, dass du schuld dafür bist, dass Arcadia Bay ausgelöscht wird von den Wirbelsturm. Also, das ist durchaus okay, dass der David das macht, ne? So, sorry. Gut, eine Karte. You need to get rid of these damn cameras, David. Karte brauchen wir nicht. At least David was finally going after the right suspect. Aber hier sieht man ein paar Autos. Ist vielleicht noch wichtig. Schauen wir da mal. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. So, was ist das eigentlich? Ich war überrascht, ein unangekündigter Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Madsen folge und fotografiert sie. David stritt dies ab. Und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben sollte. Okay, gut, wir werden auf jeden Fall die Koordinaten auswählen. Die Bilder von den Nummernschildern macht auch Sinn, weil die passen ja zu den Koordinaten. Und jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was Nathans Auto ist. Und eventuell finden wir das ja da raus. Schauen wir mal. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Ja, scheint sehr gut. Scheint richtig gewesen zu sein. Sehr gut. Cool. Okay, dann zweite Runde Davids Hinweise. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? So, jetzt schauen wir mal. Okay, let's find out whose car this is. 6 Feet Under. Why the hell are you following these people? And to where? Twilight Zone, okay. Yep, another car David was tracking. Okay, dann schauen wir uns mal die Fotos an. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Okay, also das ist Nathans Auto, ein roter SUV, also ein roter Geländewagen. Und wie es aussieht, ist das linke hintere Licht kaputt. So. Ich glaube, wir können das schon mal auswählen. Dann schauen wir uns die anderen noch an. There's Nathan dealing to the kids right out in the open. So. I'm glad Warren got his revenge. Gut, das hilft uns hier nicht viel weiter. Who does this car belong Ah, und das ist Nathans Auto. 6 Feet Under. Also gut, wir wählen das mal aus. Wir schauen uns die anderen Fotos aber trotzdem noch an. to? This looks like an expensive machine. Ja, das ist die vom... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Vom Fotografielehrer. Oder? Ich glaube schon. Interesting. Is this Nathan's car? Nein, weil das Rücklicht ganz ist, weil Nathan kann nicht Auto fahren. That's definitely Chloe's car. Toll, und sogar Chloes Auto trackt er mit einer sehr schön. Okay, aber wir müssen die richtigen Koordinaten 6 Feet Under müssen wir finden. Nein, waren die hier? Nein, dann müssten es eigentlich die sein. Ja, genau. So, und wir wählen die aus. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe,
Let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Sehr cool. Und jetzt haben wir Bilder von Orten, wo der liebe Nathan war, wie es aussieht. Ach, das ist Detektivspielen vom Feinsten. Ne, sagst du auch, Chloe, oder?